Moin Moin, hier ist wieder Dennis von Easy Feedback. Heute mit meinem nächsten Insight für euch. Wir haben jetzt uns für dieses Jahr vorgenommen, den Newsletter mit dieser Videoreihe anzureichern. Wir haben jetzt August hinter uns, beziehungsweise wir sind mitten im August, also es kommt jetzt der 8. Insight von mir, knapp die Hälfte drum. Wir befinden uns irgendwo mitten im Sommer, obwohl das Wetter eigentlich nicht so aussieht, als wenn wir im Sommer sind. Zum Glück hatte ich letzte Woche ein paar Tage frei und konnte halt auch kurz in den Urlaub fliegen. Und das bringt mich auch gleich zu meinem nächsten Thema, denn auf der Rückreise bin ich gelandet, komme vom Flughafen, hole mir noch einen Kaffee, steige in mein Auto ein, öffne mein Handy, öffne mein E-Mail-Postfach und ich habe eine Umfrage erhalten von der Fluggesellschaft zur Kundenzufriedenheit. Fand ich sehr spannend, weil es halt sehr schnell auch funktioniert. Die haben natürlich einige Trigger gesetzt, das heißt, der Passagier ist an Bord, die Maschine ist gelandet und dementsprechend 20 Minuten später oder ähnliches wird dann auch die Umfrage rausgesendet, um halt direkt das Feedback, das Erlebte direkt mitzunehmen. Ne? Wie geht es einem, wie hat man das Fliegen empfunden, den Service der Fluggesellschaft etc. So, heute wollen wir darüber sprechen, wie viele Fragen ich in einer Umfrage stellen darf. Und da fand ich das Beispiel von der Fluggesellschaft ganz angenehm. Ich habe es mir natürlich angeguckt, um zu gucken, was machen die gut, was machen die schlecht, aber auch um ein Feedback zu geben. Und die Befragung oder beziehungsweise das Beantworten der Umfrage hat circa so 5 bis 8 Minuten gedauert. Also es war relativ einfach, es waren alles einfache Klickfragen. Es war ich glaube ein Textfeld war zum Schluss dabei. Aber ansonsten hatten wir relativ einfache Fragen, Klicken, also geschlossene Frage und Matrixfragen. Und es waren auch alle Fragen Pflichtfrage, das fand ich auch sehr interessant. Und trotzdem fand ich es sehr leicht und auch sehr gut umgesetzt. Und es ging auch sehr schnell und ich habe dadurch halt in all den Bereichen, wo die halt Feedback haben wollten, meine Antworten gegeben. Genau, kommen wir zu dem Thema, wie viele Fragen darf ich in einer Umfrage stellen? Es gibt keine pauschale Antwort jetzt darauf, das kann man so nicht sagen. Es gibt aber verschiedene Indikatoren, die man beachten sollte, wenn man eine Umfrage startet bzw. konzipiert. Man kann jetzt grob sagen, umso höher die Bindung zu dem Teilnehmer ist, also von mir zum Teilnehmer, umso mehr kann ich vom Teilnehmer verlangen und auch erfragen, sage ich mal, und umso komplexer dürfen die Fragen auch sein. Wenn ich eine sehr geringe Bindung habe, das heißt, ich bin sehr, sehr breit gefächert, habe keinen persönlichen Kontakt an der Stelle, dann sollte ich mich eher ein bisschen kürzer halten, die Fragebogen einfacher gestalten mit Klickfragen, sodass da halt auch die Abbruchquote minimiert wird. Und das kann man jetzt ganz einfach in einem Beispiel mal sagen. Also ich habe jetzt, wie zum Beispiel jetzt die Fluggesellschaft, ich habe eine Kundenzufriedenheitsumfrage. Mein Publikum, meine Zielgruppe ist sehr die ist sehr bunt gemischt. Die hat ein unterschiedliches Bildungsniveau, wir haben unterschiedliche Bezugspunkte. Eventuell ist die Zielgruppe vielleicht ein Tick einfacher, weil es halt eine günstige Fluggesellschaft war, sage ich jetzt mal, und es war nicht der Kranich, mit dem ich geflogen bin. Ein bisschen schwer zu sagen, aber ich habe halt auf jeden Fall eine sehr breit gefächerte Umfrage, sodass ich halt auch da aufpassen muss, wie ich mit der Fragestellung arbeite. Das heißt, ich kann nicht zu komplex werden oder zu schwierige Fragen stellen, sage ich mal, weil das einfach nicht von jedem vielleicht schnell verstanden wird. Also da haben wir halt eine sehr geringe Bindung, weil wir auch ein sehr breites Publikum haben und da sollte man sich auf jeden Fall kurz halten mit ungefähr 10 Fragen, 5 bis 8 Minuten, sage ich mal, das ist immer ein guter Schnitt. Anders ist das natürlich, wenn ich jetzt eine Umfrage zur Mitarbeitermotivation mache. Sehr interessantes Thema übrigens, da haben wir jetzt ich weiß nicht, ob wir es im nächsten Newsletter haben oder im übernächsten Newsletter, da haben wir auf jeden Fall eine schöne Vorlage, auch ein schönes Thema für euch. Aber wenn ich eine Umfrage zur Mitarbeitermotivation mache, habe ich gleich 2 Vorteile. Einmal habe ich den Mitarbeiter, der hat eine Bindung an mich, an das Unternehmen und ist dadurch natürlich wesentlich enger an mir dran und ich kann halt auch viel mehr von ihm verlangen, sage ich jetzt mal, in der Befragung und kann die auch auf 20, 30 Minuten strecken. Und das Zweite ist, der Mitarbeiter sieht sofort seinen eigenen Vorteil. Das heißt, wenn ich das Thema Mitarbeitermotivation habe, dann sieht er natürlich, okay, es geht um mich und es geht um meine eigene Motivation und wie können wir die verbessern oder wie geht es um mich, wie steht es mir, etc. So, da habe ich natürlich 2 schöne Indikatoren, wo ich das Ganze ein bisschen länger in die Länge ziehen kann und halt auch sehr komplexe und tiefgreifende Fragen stellen kann. Jetzt gibt es aber auch Situationen, wo ich beides habe, also ich habe eine enge Bindung, aber ich sollte trotzdem keinen langen Fragebogen stellen. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, zum Beispiel, ich mache eine Befragung im Anschluss vom Kontakt mit dem Support. Oder beispielsweise, wenn ich im Newsletter am Ende unten eine kleine Befragung platziere, wie hat euch der Newsletter gefallen etc.
Da haben wir zwei Situationen, die vorherrschen. Einmal haben wir einen Kunden oder einen sehr starken Interessenten und die Person, jetzt wenn wir beim Support-Feedback, Gott oh Gott, einmal bleiben, hat die Person halt auch direkt mit uns Kontakt aufgenommen. Das heißt, wir haben einen persönlichen Kontakt gehabt, der wollte irgendwas von uns, wir konnten ihm helfen und im besten Fall ist natürlich auch noch Kunde oder User von unserem Service, wo man eigentlich sagen kann, jetzt kann ich ja richtig viel raushauen, ich kann mal richtig die Fragen stellen, die ich gerne haben möchte und alles abfragen, aber wir sollten immer daran denken, wir sind alle nur Menschen und uns in uns selber versetzen. Und genau in der Situation, wo ich sage, ich bin jetzt in der Software am Arbeiten, ich habe jetzt eine Frage und mir wurde geholfen und dann kriege ich einen Fragebogen, der 20, 30 Minuten lang dauert. Ich glaube, da ist keiner von uns bereit, das denn zu machen. Beziehungsweise haben wir dann vielleicht auch das Gefühl, dass jedes Mal, wenn wir anrufen, müssen wir wieder diesen langen Fragebogen ausfüllen. Also da haben wir zwei gute Situationen, aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen, es zu übertreiben, sondern es wirklich kurz und knackig zu halten. Wie gesagt, denkt immer dran, dass wir Klickfragen stellen, viele einfache Fragen. Wir können natürlich auch dann als Pflichtfrage setzen, das ist kein Problem, aber werdet dann nicht zu kompliziert und gerade wenn ihr ein intensiveres Thema habt, auch vielleicht im Consulting-Bereich, wo ihr ein bisschen Neugeschäft macht und dort halt einen sehr komplexen Fragebogen anbietet, um halt die Ist-Situation eines Unternehmens abzufragen, also dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber so, wenn wir ein breites Publikum haben, denkt dran, macht es einfach, macht es sehr appetitlich, sage ich jetzt mal, damit der Konsument da auch einfach durchkommt. Und dann habt ihr natürlich auch wenig Abbrecher bzw. eine geringe Abbrecherquote und erhaltet das Feedback, was ihr haben wollt. Das war's. Das war mein heutiger Insight für euch. Das heißt, wie viele Fragen dürft ihr stellen? Guckt immer ein bisschen auf die Bindung. Probiert es einfach aus. Das heißt, ihr könnt ja eure Umfrage erstellen, ihr könnt die ins Feld schicken, sucht euch eine kleine Testgruppe, startet die Befragung, guckt, was zurückkommt, ob es gut ankommt, ob es nicht gut ankommt, ob es vielleicht hinten der Abbruch zu hoch wird, beispielsweise, passt es an und dann habt ihr die richtige Länge für eure Fragen befunden. Also, bis dahin, euer Dennis.